Für die Leute, die nicht so wie ich Tech-Nerds sind und sich so viel mit dem Mountainbike beschäftigen, die schauen mal daher, da sind Kapitelmarker, die können ganz bis zum Ende vorspulen, um zu sehen, was ich wirklich zu sagen habe in ungefähr einer Minute. Ich habe es echt versucht. Alle anderen bleiben jetzt da, denn es gibt was richtig Cooles. Wenn ich auf meiner Terrasse sitze, kann das eigentlich nur zwei Sachen bedeuten. Entweder mache ich eine komische Rechnung auf, was Enduro-Rennen kosten, oder ich habe etwas Neues. Eine Narbe. Klingt erstmal sehr langweilig, denn hier ist ja nichts Besonderes dran. Aber das stimmt so nicht ganz. Denn an dieser Narbe hängt so ein kleiner Zettel. Und da werde ich gleich mal vorlesen, was da drauf steht. So, jetzt muss ich den erstmal abfummeln, ohne ihn kaputt zu machen, sonst kann ich das ja nicht vorlesen. So, ich habe jetzt den Zettel also abgefummelt. Hier steht drauf: Note: When first feeling the silent free hub on hand, there will be a very faint but audible buzz. This is not audible when the hub is loaded with the rider's weight above 35 kilos. I think I can reach that. And thus completely silent when riding. Enjoy the silence. Das heißt, diese Narbe ist komplett leise. Und das ist schon eine coole Sache. Man hört hier gerade eben so ein bisschen, ich halte mal ins Mikro, diesen kleinen Buzz, wie hier auf diesem Zettel steht. Aber wenn man die Narbe eingespannt hat in den Rahmen, soll man, so eben der Hersteller, das Ganze nicht mehr hören. Und der Hersteller ist Tyrene. Ich muss ehrlich sagen, ich habe vergessen, wie man das richtig ausspricht. Und die sind aus Kanada. Und das ist auch die erste Narbe, die hier in Deutschland angekommen ist von diesem Hersteller. Das ist eine ganz normale Boost-Narbe, 148 mm Einbaubreite, Shimano Microspline, und sie wiegt 372 Gramm. Das ist ganz schön schwer für eine Narbe, aber man muss ja auch diesen Silent Mechanism in die Narbe einbauen. Und wenn man das Ganze mal vergleicht mit einer Onyx Vespa, die ist 410 Gramm schwer und kostet auch sehr viel mehr als diese Narbe. Aber zu den Kosten komme ich vielleicht später nochmal. Das hohe Gewicht dieser Narbe kommt zustande, weil es eben eine Stahlachse ist. Natürlich auch ein bisschen aufgrund des Mechanismus, denn ja, Silent-Narben, also leise Narben, die sind in der Regel der Fälle schwer. Onyx Vespa wiegt 410 Gramm, die Onyx Classic, ich glaube fast 500 Gramm, eine Hope Pro 4 320. Aber an die 320 Gramm kommt auch die Tyrene Shogun-Narbe, Shogun, keine Ahnung, wenn da eine Alu-Achse verbaut ist. Normal, wenn man das im Laden bestellt, also online dort bestellt, dann bekommt man die Stahlachse, die haltbarer sein soll, wobei mir der Hersteller gesagt hat, dass auch bei der Alu-Achse bisher noch keine Probleme aufgetreten sind. Gut, aber man kann sie eben auch mit einer Alu-Achse bestellen. Da muss man vor dem Bestellprozess eben dort eine Nachricht hinschreiben und sagen, ich hätte gern die Light-Version. Und dann kommt man bei 325 Gramm raus. Ja, selbst gewogen. Ich habe mir die Stahlachse kommen lassen, denn ich bin nicht gerade unbedingt der leichte Fahrer und das kleine Stückchen mehr an Sicherheit, wollte ich eben haben. Man kann natürlich sagen, nichts Besonderes. Warum sollte ich mir eine Narbe eines unbekannten oder in Deutschland unbekannten Herstellers kommen lassen und nicht eine Onyx Vespa nehmen? Die kostet zwar mehr, aber da bin ich auf der sicheren Seite, gibt einen deutschen Importeur und da kann eigentlich nichts schief gehen. Richtig, aber die Narbe, die bietet noch viel mehr. Was heißt viel mehr? Die bietet eine kleine Sache, die eben keine Onyx kann. Eine Onyx hat hier Instant Engagement. Das heißt, man pedaliert und hat sofort diesen Antrieb. Ist zwar dann ein bisschen so leicht, wie als wenn man gegen Gummi tritt. Das hatte ich ja auch bei meiner. Aber das fällt während der Fahrt gar nicht mal so auf. Und es ist eher sogar angenehm, denn man hat nicht diese Klong dieser Kassette, wenn man da so reintritt. Das hier ist aber anders. Denn die hat 6 Sperrklinken drin. Die greifen aber nicht sofort. Und ich mache sie mal auf. Also, die Narbe kann man ganz einfach aufmachen. Man zieht hier am Freilauf und schon ist sie auf. Dann geht hier die Endkappe ab, ist ja klar. Und dann sieht man diesen Mechanismus. Und das ist das Geile an der Konstruktion. Man sieht die 6 Sperrklinken.
Sehen ein bisschen anders aus als bei einer Hope, aber im Endeffekt sind es ganz normale Sperrklinken, die hier in den Mechanismus eingreifen. Das Geniale dabei ist aber, hier wurde eine Konstruktion entwickelt, dass man, wenn man pedaliert, beziehungsweise wenn man Freilauf hat, die Sperrklinken nach innen rutschen und dort auch bleiben. Ja? Und die bleiben auch dort so lange, bis man eben neu reintritt. Und dann hat man einen 5,5 Grad Einrastwinkel, der, und das ist das Besondere, immer bestehen bleibt. Sodass hier, und das ist eben die Neuheit bei dieser Narbe, so eine Art O-Chain entsteht. Denn egal in welcher Position sich der Freilauf oder die Sperrklinken befinden, sie sind immer drin. Und erst wenn ich reintrete, dann kommen sie wieder raus, sodass die 5,5 Grad immer bestehen bleiben. Ne, ist nicht wie eine normale Freilaufnarbe, die dann, je nachdem, wo die Sperrklinken stehen, schon ein bisschen eher eingreift oder nicht. Und so kann man, so der Hersteller, den Pedal Kickback etwas minimieren, so wie eben O-Chain das auch bei seinem Spider macht. Und das finde ich eine coole Sache. Ich habe den Hersteller mal gefragt, ob man da eben hier noch einen größeren Einrastwinkel produzieren könnte. Stand jetzt eben nur 5,5 Grad. Denn O-Chain geht ja bis zu 12 Grad und das ist schon eine coole Sache bei dem, was ich drüber gelesen habe. Die Leute sind super begeistert davon. Naja, und da bekomme ich noch eine Antwort. Die antworten übrigens super, super schnell. So, jedenfalls 5,5 Grad, tolle Sache. Und jetzt zeige ich mal, wie das normal ist. Also hier, ich zeige es nochmal kurz, hier ist so eine kleine Kerbe drin. In der Narbe, ich weiß nicht, ob man es sieht, hier in dem Freilauf ist so eine kleine Feder, eine G-Spring wird das genannt, denn die muss als G eingebaut sein. Und dort, wo dieses G, dieses kleine Dings hier rüber geht, dort greift die Narbe bzw. dieser Mechanismus rein. Das heißt, normalerweise ist das eine ganz normale 96 Points of Engagement Narbe, die auch so klingt. Ne? Und die soll wohl richtig laut sein. Also ich habe da Videos gesehen, das ist so wie ein bisschen Chris King. Aber sobald dieser Mechanismus reingreift, ich mache jetzt mal die Endkappe drauf, ist die Narbe leise. Und das ist eben eine tolle Sache. Das heißt, man hat eine Sperrklinkennarbe, was ich sowieso irgendwie cooler finde als diese Ratchet Rings, die greift sofort und man hat auch nicht dieses gummiartige Gefühl wie bei der Onyx. Da gibt es ziemlich viele Beiträge dazu, wo sie auf den größten Gang hinten schalten oder kleinsten Gang, also das größte Ritze hinten und dann reintreten und dann verwindet sich dort was. Das ist klar, das ist aber während der Fahrt gar nicht so richtig spürbar, muss ich mal sagen. Da muss ich auch Onyx mal verteidigen in der Hinsicht, wenngleich ich es am Anfang auch ein bisschen komisch fand. Jedenfalls ist das hier nicht so. Hier hat man sofort diesen festen Eingriffwinkel, also festen Eingriffpunkt, aber der kommt erst 5,5 Grad später und das in jeglicher Stellung der Narbe, sodass man, wie man hier, wie ich eben gerade schon erklärt habe, so eine Art O-Chain-Mechanismus hat. Und das ist neu. Und bei dem Gewicht, ne, die wiegt, ich glaube 40 Gramm mit der Stahlachse, 40 Gramm weniger als die Onyx Vespa, die ja als leichte Narbe ausgeschrieben ist. Und wenn du die Alu-Version hast, bist du bei fast 90 Gramm Gewichtsersparnis. Und das ist schon eine coole Sache für so eine Narbe. Haltbarkeit soll gegeben sein, das kann ich natürlich noch nicht beurteilen selber, aber die Haltbarkeit ist an der normalen Shogun-Narbe, gemessen, ist ja nur dieser neue Mechanismus. Der Rest soll wohl sehr, sehr lange halten und ich habe da auch keine negativen Berichte gesehen. Fairerweise muss man natürlich sagen, dass man zu dieser Narbe nicht wirklich viel findet, weil sie, bevor sie eben diesen Silent-Mechanismus bekommen hat, nichts Besonderes war. Das muss man ehrlich sagen. Klar, haltbare, gute Narbe. Hope Pro 4, jetzt Pro 5 ist auch nichts Besonderes, außer die Haltbarkeit und sie sind ziemlich laut. Das ist die ja auch, aber jetzt nicht mehr. Ne? Und was ich auch noch bemerkenswert finde, ist, dass man diese Narbe in jeglichen Einbaubreiten und Größen bestellen kann. Im Moment nur mit 32 Loch, aber 28 soll noch kommen. Und ja, man kann alle möglichen Einbaubreiten, Achsstandards, alles Mögliche bestellen, denn dieser Freilaufmechanismus, den kann man überall reinbauen. Bei einer Onyx geht das nicht. Nun muss ich das Ding natürlich erstmal einsprechen, das heißt, jetzt kommt hier ein kleiner Cut und dann
geht es auf den Trail, um erste Fahrberichte zu sammeln, um zu gucken, ob dieser O-Chain-ähnliche Mechanismus eben auch wirklich spürbar ist. Und selbst wenn nicht, bei dem Preis ist auch eine leise Narbe eine schöne Sache. Die kostet, so wie ich sie hier in der Hand habe, 460 kanadische Dollar. Das sind irgendwas um die 350 Euro. Ich weiß es nicht genau, ich mache nochmal unten in die Beschreibung was rein. Und mit Zoll und Einfuhr, Umsatzsteuer und so weiter und so fort sind wir dann bei 420 Euro. Eine Onyx Vespa im Moment kostet 580, ich weiß es gar nicht, 600. Also Preispunkt ist zwar immer noch sehr teuer, aber wenn sie das hält, was sie verspricht, ist dieser Upselling Point mit diesem O-Chain-Mechanismus schon da und Haltbarkeit soll ja auch gegeben sein. Und Gewicht ist auch leichter, selbst mit der Stahlachse. Ich habe lange überlegt, welche Felge ich hierfür nehme. Entweder Alu oder Carbon. Und da ich bei Alu und Carbon in den letzten Jahren irgendwie kaum einen Unterschied gespürt habe, habe ich mich diesmal endlich mal für die sinnvollere Variante entschieden und habe Alu genommen. Das wird eine DT Swiss FR 541, also doch eine recht schwere Felge, aber auch sehr haltbar. Und ich hoffe, dass ich damit ein sehr, sehr haltbares Laufrad konstruieren kann, das dann eben auch alle Sachen aushält. Ich bin in diesem Jahr etwas schneller geworden und ich merke schon, dass es gerade hinten ordentlich donnert. Und da brauche ich was Stabiles. Ja, und Carbon, naja, mein Gott, die 150 Gramm, es ist auch egal, ich bin auch nicht gerade der Leichteste. Aber gut, ich muss das jetzt erstmal einspeichen und dann geht es weiter. So, das Laufrad ist mittlerweile eingespeicht und ich habe schon, wie man sehen kann, noch ein anderes Projekt beendet. Und ich bin gestern auch schon das erste Mal mit der Narbe gefahren. Und ja, im ersten Anstieg hat sie angefangen zu klicken. Das heißt, ich habe aufgehört zu pedalieren, bin dann wieder rein pedaliert und dann war es so, als würde eine der Sperrklinken nicht komplett greifen und dann so klick rein in den Freilauf reingreifen. Ich habe daraufhin Tyrone kontaktiert, habe heute früh auch einen Videocall mit ihm gehabt, also mit dem Chef. Und der hat mir bestätigt, dass es komplett normal ist, die Haltbarkeit nicht beeinträchtigen soll. Er hat mir auch gezeigt, wie man die Narbe aufmacht und serviced und mir dabei erklärt, dass er von vornherein relativ viel Fett reinpackt, damit eben auch der Kunde von der Narbe lange was hat, der wirklich nicht gleich daran geht und das Ding aufbaut. Er hat mir aber auch gesagt, dass es möglich wäre, dass da zu viel Fett drin war und ich soll es mal reinigen und wenn ich Lust habe mit Öl eben fetten und nicht gleich Fett dort reinmachen. Das habe ich jetzt gemacht. Bin heute auch noch einmal damit gefahren und siehe da, es hat Abhilfe geschaffen. Das Klicken war nicht komplett weg, aber das ist wie gesagt normal und das wird wohl auch noch in der Produktbeschreibung hinzugefügt. Es ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und ich kann die Narbe dann auch testen. Jetzt am Wochenende geht es zum Rennen nach Eifer und da bin ich schon gespannt, wie sie sich dort schlägt. Ich habe, muss ich ehrlich sagen, nicht wirklich viel vom Gewichtsunterschied, eigentlich gar nichts gemerkt am Hinterrad. Die Felge ist schwerer, die Narbe ist schwerer, aber ich habe da nichts gemerkt. Was ich gemerkt habe, O-Chain Feature, vielleicht sollte man das anders nennen, Shogun Feature und eben dass es komplett leise ist und das war eine Wohltat. Einfach nur richtig geil. Ja, kann ich wirklich jedem empfehlen. Leise Narben sind echt cool. Wenn die dann auch noch so schön leicht und relativ günstig ist, warum nicht? Das ist ja mal geil. Also man merkt die Wurzeln und dieses Gepolter sehr viel weniger hinten, also in den Pedalen. Das ist überraschend. Ich meine, ich wusste von dem Effekt, also es wurde ja so beschrieben, auch bei O-Chain habe ich nicht belesen, aber dass das so spürbar sein würde, hätte ich nicht gedacht. Ich habe so das Gefühl, dass ich viel länger über die Wurzeln rollen kann, ohne zu pedalieren und halt auch pumpen. Also richtig gut.
ohne jetzt wirklich euphorisch zu sein. Ja? Also ich bin da ja immer relativ schnell gut begeistert. Aber das ist ja echt eine Sache, die ich nicht erwartet habe. Und die eine richtig schöne Verbesserung in das Fahrgefühl bringt. Wupp. Also diese Schläge hier, die werden richtig schön weggefedert, also weggefedert, vom Pedal weggenommen. Das ist richtig gut. Alter! Einfach mal hochgerollt. Auch hier einfach hochgerollt. Also ich muss natürlich dazu sagen, ich habe aus Faulheit einfach den Xynotal Downhill Soft hinten montiert und nicht den Kryptotal Re Downhill Soft von der alten Felge runtergezogen. Kann natürlich sein, dass es daran liegt, dass ich hier jetzt so gut durchrolle. Aber ich muss auch sagen, dass das gerade auf dem Pedal, also ich stehe ruhiger, sehr viel ruhiger als sonst bei diesen fetten Schlägen, gerade hier nach der Waldautobahnüberquerung. Das ist schon bequemer gewesen und führt dann dazu, dass man irgendwie auch schneller fährt. Der Narbenservice ist im Prinzip genau derselbe wie bei einer normalen Narbe, nur dass man eben hier diesen Ring abmachen muss, bevor man an die Sperrklinken kommt. Da nimmt man irgendetwas, was relativ eine breite Auflagefläche hat. Ich habe hier so ein Parktool, Reifenheber, und dann hebelt man das Ganze ab und schon ist man am Inneren der Narbe. Ganz normale Sperrklinken. Easy peasy. Die nimmt man raus, kann man schön sauber machen, und dann nehme ich hier das Dumont Tech Free Up Oil. Das hatte ich damals bei meiner Hydra-Narbe mit drin. Und dann wird das hier alles schön sauber gemacht, ein paar Tropfen drauf, und dann gehen die Sperrklinken auch schön leichtgängig. Wenn man dann alles schön sauber gemacht hat, dann würde ich vorschlagen, habe ich ja gerade schon gesagt, hier pro Sperrklinke einen kleinen Tropfen von diesem Freilauföl, am besten noch auf die Feder mit hinzugeben, und dann wird das Ganze wieder montiert. Diesen Ring hier zu montieren ist auch recht einfach. Man klickt den hier so über, also legt den über diesen Rand drüber, so dass man merkt, dass es irgendwie eingerastet ist. Also man muss natürlich gucken, dass eben die Sperrklinken hier so sind. Also hier ein bisschen drüber und dann schiebt man das nach hinten und zack, haben wir wieder die Funktion gegeben wie vorher. Und dann kann man das wieder montieren. Was hierbei noch wichtig ist zu sagen, Tyrene, die liefern die Narben mit relativ viel Fett aus, weil sie davon ausgingen, dass der Autonormalverbraucher nicht, seine Narbe so oft serviced. Ich habe jetzt hier Öl reingemacht, damit ich eben diese Herausforderung nicht habe, dass eben die Sperrklinken nicht schnell genug rauskommen und nicht sofort greifen. Mir wurde gesagt, dass es kein Problem darstellen sollte, wenn das ab und zu mal so das Geräusch macht. Aber ich gehe auf Nummer sicher und mache das Ganze hier mit dem Öl. Übrigens kann man auch, wenn man aus dem Freilauf hier diese G-Spring rausnimmt,
die ja hier so eingreift und dann ansonsten um diese ganze Sache drumherum sitzt. Wenn man die rausnimmt, kann man einen sehr lauten Freilauf kreieren. 96 Einrastpunkte. Ne? Und ja, man sollte darauf achten, dass das hier, also dieser Ring drauf bleibt. Sonst haut das mit dem Spacing nicht hin. Aber sonst geht das schon. Ich mache das jetzt mal gerade. So, also ich habe jetzt einfach nur mal den Freilauf drauf steckt ohne dieser G-Spring. Und das ist schon eine ordentliche laute Narbe. Klingt so ein bisschen wie die Industry 9 Hydra. Aber da ich ja den leisen Freilauf haben möchte, ziehe ich das einfach mal wieder ab. So. Und montiere eben diese G-Spring wieder. Da muss man darauf achten, dass sie eben wirklich als G eingebaut wird, nicht als, was ist das dann, E. Ja. Also hier einfach hinten reindrücken und dann schauen, dass es schön einrastet. Ja, kann man schön reindrücken hier. Ich nehme mal noch einen Schraubendreher und drücke die noch richtig hinten rein, sodass sie auch schön hinten drin sitzt. Also hinter diesem naja, Ratchet Ring. So, und wenn man das dann da wieder reingefummelt hat, diese Feder, dann kann man den Freilauf wieder draufstecken. So, jetzt haben wir das, dass wir eben noch diesen, naja, die Sperrklingen eingreifen, aber wir müssen es ein bisschen weiter drauf drücken, sodass dieser Alu-Ring, dieser rote, eben da reingreift. Man hört es, greift gerade nicht, jetzt ist er wieder drin. Endkappe drauf und fertig. Lautloser Freilauf. Was ich bei der Montage des Hinterrads gemerkt habe, ist, dass man hier echt aufpassen muss, dass man diesen Freilauf oder die Kassette nicht irgendwie wieder ein bisschen nach außen bewegt, denn dann greift das schon nicht mehr in dieser Feder, was prinzipiell ja kein Problem ist, aber dann ist das Spacing nicht, dann haut das nicht hin. Und wenn man die Achse festzieht, dann ist auch die Kassette fest. Das heißt, das Laufrad dreht sich überhaupt nicht. Also hier muss man echt vorsichtig vorgehen, also nicht übervorsichtig, aber zumindest vorsichtig, dass man eben diesen beschriebenen Effekt nicht hat. Das kann man dann aber auch ganz einfach überprüfen, indem man, wenn man die Achse drin hat, mal am Freilauf dreht und guckt, ob man was hört. Wenn man was hört, dann hat man was falsch gemacht. So, ich höre hier nichts. Ich kann ja mal, glaube ich, einen anderen Gang drin gehabt. Ja, man hört nichts. Doch. Genau das, was ich mir gezeigt habe, sagen wollte. Das heißt, es ist nicht richtig drin. Ja? Ja, ist Quatsch. Die Scheibe schleift. Ich bin so blöd. Also, wenn man das dann festzieht und die Scheibe nicht schleift, dann merkt man, Laufrad ist freigängig und dann passt das. So. Und so läuft's. Einmal frei. Und das dreht sich und dreht sich und dreht sich. Wenn die Narbe eingelaufen ist, soll ich bis zu 4 Minuten rausbekommen. Ja, also ob man das dann auf dem Trail merkt, ist eine andere Sache. Aber ich finde schon, dass das richtig cool ist, wie sich das dreht. Mal gucken, wie viel Zeit ich mir rausholen kann. Es gibt eine neue Narbe, Weltneuheit aus Kanada von der Firma Tyring, nennt sich Shogun und die ist, wie man hören kann, komplett leise oder auch nicht hören kann. Ist nichts wirklich Neues, denn Onyx Vespa zum Beispiel ist auch komplett leise, aber die wiegt mit Stahlachse 370 Gramm, mit Aluachse ungefähr 325 Gramm, eine Onyx Vespa 410 Gramm. Kostet 460 € mit Einführersteuer und so weiter und so fort, eine Onyx Vespa 585. Und das Geile bei dieser Narbe, und das ist die Weltneuheit, sie hat eine Art O-Chain-Mechanismus inkludiert. Das heißt, sobald ich aufhöre zu treten, ziehen sich die Sperrklingen in diesen Mechanismus zurück und bleiben dort so lange, bis ich wieder trete, egal wo der Freilauf ist. Das heißt, wenn das Rad einfedert, hat man genau denselben Effekt. Die Dämpfung, dass der Pedalrückschlag etwas minimiert wird und es ist wirklich spürbar auf dem Trail. Ich bin über Wurzeln gefahren und ich habe es deutlich gemerkt. Sind nicht ganz die 12 Grad von dem O-Chain, aber 5,5 Grad in der Narbe, die auch noch relativ leicht und leise ist, finde ich echt genial.
habe ich es geschafft. Oh, es dreht sich noch. Eine kleine Sache. Ja, es hat im ersten Anstieg angefangen zu klicken, habe dann Tyrene kontaktiert und die haben mir gesagt, ist alles normal, aber du kannst ja mal versuchen, das Fett rauszunehmen aus dem Freilauf und ein bisschen Öl reinzumachen, und seitdem ist es nicht wieder aufgetreten, beziehungsweise nicht so oft aufgetreten, aber komplett normal und soll auch die Haltbarkeit nicht beeinträchtigen. Ja, es hat sich noch gedreht. Die Narbe nimmt ordentlich an Rumpeln aus den Pedalen und das macht das Ganze angenehmer. Und man hat so das Gefühl, man ist schneller unterwegs. Man ist vielleicht auch schneller unterwegs, das kann ich gar nicht so sagen. Aber es fühlt sich richtig gut an. Und dieses Klicken, wie Tyrene das auch nennt, das ist weniger geworden nach meinem Service. Also ich kann nur empfehlen, dann eben dort das Öl reinzumachen statt dem Fett. Und ja, dann hat man es halt ab und zu mal, aber es stört jetzt gar nicht mal so. Und auf dem Trail hört man es überhaupt nicht, denn da sind andere Sachen viel lauter. Die Reifen, denn die Narbe, die hört man ja gar nicht.